Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf diesem Channel. Ihr kennt mich noch nicht, das geht auch gar nicht, denn das hier ist mein allererstes Video. Nicht nur auf diesem Kanal, sondern auf YouTube überhaupt. Also fange ich doch einfach mal mit einer Intro an, erzähle euch, was auf diesem Channel abgeht und wem dieses Gesicht hier gehört. Los geht's. Mein Name ist Lukas, ich bin 28 Jahre alt, auch wenn ich jünger aussehe. Und das liegt wohl an meinem traurigen Bartwuchs, guckt euch das an. Ich lebe in Berlin, lebe seit circa einem Jahr vegan, trainiere Brazilian Jiu-Jitsu und studiere außerdem Ernährungsberatung. Nein, ich habe einfach nichts zu tun, zu viel Zeit, Langeweile, keine Hobbys, keine Freunde. Na, Spaß beiseite. Zurzeit mache ich ein duales Studium. Ich studiere also Ernährungsberatung und den praktischen Teil der Ausbildung mache ich in einem Gym in Kreuzberg, in dem ich selber auch schon länger trainiere. Nebenbei arbeite ich noch als selbstständiger Personal Trainer, habe hier und da kleinere Projekte als Freelancer im Bereich Webdesign und so weiter. Und ja, jetzt habe ich auch noch euch, jetzt habe ich auch noch YouTube. Warum ich diesen Kanal mache, das hat mehrere Gründe. Zum einen habe ich mich nicht immer schon vegan ernährt. Und bevor ich Ernährungsberatung studiert habe, habe ich schon mal 4 Jahre lang im Bereich Marketing gearbeitet. Ich habe nämlich schon mal studiert, damals Kommunikationswissenschaften in den Niederlanden. So Themen wie Sport, Gesundheit, Ernährung, Trainingswissenschaften haben mich aber immer schon fasziniert und sehr interessiert, auch wenn ich zwischendurch diesen Lifestyle zugegebenermaßen nicht wirklich gelebt habe. Irgendwann innerhalb der letzten 4 Jahre haben mich diese Leidenschaften dann aber wieder eingeholt. Das Thema Ernährung wurde bei mir immer größer und so wurde dann eventuell aus meinem Vollzeit-Marketing-Job erstmal ein Teilzeit-Marketing-Job und nun ein, okay, ich bin 28, aber ich gehe nochmal eine zweite Runde zur Uni-Job. Und aufgrund dieser Erkenntnisse habe ich in den letzten 1 bis 2 Jahren gefühlt nochmal so einige Übergangsphasen durchgemacht. Einige Hochs und Tiefs mitgenommen und bin aber jetzt an einem Punkt, obwohl ich noch lange nicht da bin, wo ich sein will und 1000 Dinge auf meiner Bucketlist habe für die nächsten Jahre, zum ersten Mal an einem Punkt, dass ich wirklich weiß, wo es hingehen soll und genau weiß, was ich eigentlich will. Erstens will ich gerne einfach ein paar von meinen Geschichten teilen. Ich wohne in Berlin, ich liebe die Stadt über alles. Meiner Meinung nach gibt es kaum einen Ort, an dem es interessantere und buntere Menschen zu treffen gibt. Und den Vibe und die Liebe möchte ich gerne einfach mit euch teilen. Einblicke geben in einen veganen Lebensstil. Oh nee, Salat, Spinat. Ja, ich weiß, Thema Ernährung, besonders Veganismus, ist natürlich ein Thema, von dem sich viele genervt fühlen. Macht aber nichts. Das Thema Veganismus spielt eine Riesenrolle in meinem Leben und ist mitunter einer der Gründe, warum ich mich überhaupt für Ernährungsberatung entschieden habe. Denn ich wollte gerne wissenschaftlich fundiert genau wissen, kann man sich wirklich mit einer veganen Ernährung gesund ernähren auf lange Sicht und gleichzeitig auch noch sportlich aktiv sein? Kann man. Okay, gut, kann man, aber wie ganz genau? Das will ich euch gerne auf diesem Kanal verraten und es wird hier der ein oder andere Mythos über Veganismus zerstört werden. Wir werden den einen oder anderen Exkurs in die Welt der Ernährungswissenschaften machen, richtig schön Erklärbär Whiteboard-Style und ich werde euch natürlich zeigen, was ein sympathischer, sporttreibender Veganer, so wie ich, den ganzen Tag hinter verschlossenen Türen zu sich nimmt. Ganz konkret will ich also die frohe Botschaft des Veganismus verbreiten. Ich will euch zeigen, dass es nichts Abgefahrenes ist und nichts, vor dem man sich fürchten muss. Ich will besonders den Leuten, die sich gerade in der Übergangsphase befinden und die vielleicht planen, sich in Zukunft vegan zu ernähren, dabei helfen, die Ernährung so einzustellen, dass ihr eben nicht irgendwelche Mängel oder Rückfallerscheinungen habt. Ich will euch zeigen, dass es für Veganer jede Menge mehr zu essen gibt als einfach nur Eisbergsalat und dass vegane Ernährung auch nicht bedeutet, dass man jeden Tag stundenlang in der Küche stehen und auf alles verzichten muss. Drittens und nicht zuletzt möchte ich gerne mit euch gemeinsam wachsen. Ich als Person, jeder einzelne von euch und wir alle als Gemeinschaft.
YouTube hat mir über die Jahre so viel gegeben, ich habe so viele interessante Menschen entdeckt, die mit ihren Talks, Ideen, Büchern so viel zu meiner Bildung, meiner Entwicklung beigetragen haben, dass ich mit meinem Channel mal versuchen möchte, wenigstens einen kleinen Teil zurückzugeben. Denn vielleicht kann eine meiner Ideen und meiner Videos irgendwem da draußen von euch auch in einem bestimmten Punkt mal weiterhelfen, wenn ihr es gerade braucht. Abgesehen davon, mir selber einzugestehen, dass das, was ich vorher studiert habe und auch was ich danach jahrelang im Job gemacht habe, mir nicht vollkommen reicht und nicht zu 100% das ist, was ich mein Leben lang machen möchte, und dann da die Reißleine zu ziehen, hat mich ziemlich viel Kraft und Überwindung gekostet. Ich habe mich also sehr viel mit mir selber auseinandergesetzt, viel über meine eigenen Wünsche, Schwächen und Ansichten philosophiert und versucht wirklich zuzuhören, wie ich mich fühle, und versucht auszuschalten, darüber nachzudenken, was andere denken, was ich machen sollte. Ja, und ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Ich glaube, das geht vielen so, egal ob man Mitte 20, Ende 20 oder schon Mitte 50 ist. Viel zu oft bildet man sich selber ein, es sei zu spät, um irgendwie nochmal was Neues anzufangen oder einen neuen Kurs einzuschlagen, wenn man sich viel zu sehr damit beschäftigt, was andere denken, und man sich zu sehr in seine eigenen Entscheidungen reinreden lässt, weil man einfach Angst hat und Erwartungshaltung von anderen erfüllen möchte. Und eine perfekte Überleitung, denn mit Ängsten wären wir auch schon bei Punkt 4. Ich hatte schon Angst, nochmal zu studieren und auch meinen Job aufzugeben, weil erstens ich das ganz gut konnte und zweitens, weil man ja mit 28 irgendwie erwachsen ist und sowas eigentlich nicht mehr macht. Sagt man so, denke ich mir. Keine Ahnung. Manchmal habe ich auch immer noch Angst, auf Jiu-Jitsu-Turniere zu gehen, obwohl ich weiß, dass da nichts passiert. Außer eventuell dem Scheißgefühl, was man hat, wenn man einen Kampf verliert. Was bis jetzt das einzige Gefühl ist, was ich kenne, aber wir reden nicht drüber. Ich habe dann angefangen, diese ganzen Dinge trotzdem einfach in Angriff zu nehmen. Habe wirklich gespürt, wie meine Ängste in diesem Bereich mit der Zeit auch weniger geworden sind. Es gibt aber noch eine Sache, die mir gefühlt wirklich im Weg steht, und das ist es, frei vor anderen Leuten zu sprechen und meine Ideen klar zu formulieren. Es ist bei mir eine seltsame Mischung, weil ich eigentlich kein Problem damit habe, auf Leute zuzugehen, neue Menschen kennenzulernen, und meine Freunde wissen auch, dass ich für mein Leben gerne diskutiere, oft zu ihrem Leidwesen. Aber sobald das irgendwie einen offizielleren Charakter annimmt und ich zu einer Gruppe von Menschen sprechen soll, dann tue ich mich damit immer noch sehr, sehr schwer. Das muss sich meiner Meinung nach aber unbedingt ändern. Ich will schließlich als Ernährungsberater arbeiten, also fremden Menschen in ihrer Ernährung helfen. Und dazu will ich ja auch meine Ideen und das, was ich gelernt habe, in einer überzeugenden Art und Weise und strukturiert rüberbringen. Außerdem will ich gerne über die Themen, die wichtig sind im Leben, mit noch viel, viel mehr Menschen diskutieren. Ich will euch also was Gutes tun, ich will mir selber was Gutes tun, und wenn alles perfekt läuft, lernen wir in dem Prozess alle was dazu, haben Spaß und machen die Welt vielleicht ein kleines bisschen besser für alle jetzigen und zukünftigen Bewohner. In diesem Sinne, Freunde, vielen Dank, dass du dir das Video ein bisschen angeschaut hast. Ich bin mir sicher, dass viel mit dem Ton und dem Licht noch nicht ganz perfekt ist, das wird aber mit der Zeit noch. Wenn es dir trotzdem gefallen hat, gib mir doch einen Daumen hoch, und wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, wenn ich die Content-Maschine hier richtig ins Rollen bringe, dann abonniere den Kanal. Wenn du jetzt schon Fragen hast zu den Themen Veganismus, Ernährung, dem Leben in Berlin oder zu meiner Person, dann lass mir gerne einfach einen Kommentar da. Ich werde auf jeden Fall auf die Kommentare antworten, und wenn es passt, werde ich sie vielleicht sogar in einem zukünftigen Video beantworten. Lob, Kritik und Hater sind natürlich auch herzlich willkommen. Wir wollen ja hier niemanden ausschließen. Also dann, seid nett zueinander, lächeln nicht vergessen, trinkt schön viel Wasser und esst euer Gemüse. Bis dann. Ciao. Bulle schmutzig. Brasilien. Lebe seit circa einem Jahr in Berlin. Was? Nein. Ich lebe nicht seit einem Jahr in Berlin. Scheiße. 1 Kilo Staub ist hier drauf. Abgefahren ist es und nichts, vor dem man sich fürchten muss. Und besonders den neuen Veganern unter euch oder die, die es werden möchten. Jetzt kriegen wir Oh nee, Salat, Spinat. Meine Nase ist zu fett. Okay, jetzt.